Was wäre Halloween ohne geschnitzten Kürbis? In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du selbst so einen Kürbis schnitzen kannst und verrate dir Tipps und Tricks, damit du dich dabei möglichst nicht ärgern musst, deine Hände heil bleiben und du am Schluss ein tolles Ergebnis hast, das dir möglichst lange Freude bereitet. Willkommen bei der Lifehackerin. Halloween steht vor der Tür und ich schnitze mir heute dazu diesen wunderbaren Kürbis. Ich habe mir einen klassischen Halloween-Kürbis gekauft, denn der eignet sich besonders gut zum Schnitzen, denn er hat verhältnismäßig relativ viel Fasern und Kerne drin und die lassen sich recht schnell und einfach entfernen. Deshalb ist dieser sehr geeignet, um Kürbisgesichter zu schnitzen. Du kannst aber auch einen beliebigen anderen Kürbis schnitzen. Es muss dir einfach bewusst sein, dass das dann allenfalls aufwendiger ist. Wenn es also viel mehr Fruchtfleisch drin hat, brauchst du entsprechend länger, um ihn auszuhöhlen. Oder falls er fester und dicker ist, geht es natürlich auch dann beim Schnitzen allenfalls etwas länger. Beim Kauf achte ich darauf, dass der Kürbis möglichst frisch ist, denn er soll uns ja auch möglichst lange halten. Außerdem soll er natürlich auch schön aussehen. Der ist ja zu Dekozwecken gedacht. Ich achte darauf, dass ich einen möglichst schönen Stiel habe und eine schöne glatte Fläche, die ich zum Schnitzen verwenden kann. Außerdem sollte er möglichst wenig Druckstellen aufweisen, damit er eben länger hält und schön hohl klingen. Außerdem soll er natürlich einen guten, festen Stand haben. Du siehst, der richtige Kürbis ist eigentlich schon die halbe Miete. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist etwas Zeit und ein wenig Werkzeug. Wir brauchen ein paar Messer. Ich arbeite ganz gerne mit einem glatten, einem mit Zacken und einem kleinen Messer. Dann einen Löffel und eine Schüssel für die ganzen Innereien des Kürbis. Außerdem einen feuchten Lappen, einen Stift und allenfalls eine Motivvorlage. Zuerst schneiden wir den Deckel ab. Dazu verwende ich das größere glatte Messer und schneide mir da einmal rund um den Stiel und halte das Messer dabei nicht so gerade, sondern angewinkelt schräg in die Mitte zeigend, damit der Deckel mir später nicht in den Kürbis fällt. Statt rund könntest du den Deckel auch in Zackenform ausschneiden. Wenn wir rundherum geschnitten haben, den Deckel vorsichtig nach oben ziehen, von den weichen Fasern befreien und falls das Fruchtfleisch sehr dick ist, allenfalls etwas abschneiden. Damit wir ein größeres Loch bekommen und danach einfacher arbeiten können, schneiden wir oben etwas Fruchtfleisch weg. So. Und nun kommt der Löffel zum Einsatz. Damit kratzen wir nun alles aus. Wenn du einen größeren Löffel zur Hand hast, zum Beispiel von einem Salatbesteck, kannst du auch diesen verwenden. So kommst du schneller mit Aushöhlen voran. Die Kürbiskerne kannst du danach trocknen und rösten, wenn du möchtest. Wie das geht, zeigen wir dir im großen Kürbisvideo unter dem i. Kurz überprüfen, ob der Deckel passt und schon sind wir bereit fürs Schnitzen. So, nun kommt der kreative Teil des Ganzen. Du kannst dir ein Gesicht, ein Gespenst, eine Hexe oder sonst was auf den Kürbis aufmalen, um später auszuschneiden. Oder du kannst natürlich im Internet nach Vorlagen suchen, die du entweder abzeichnest oder sie gleich ausdruckst und später den Rändern nachfährst. Und dabei gilt, je weniger Zeit oder je weniger Geduld du hast, desto einfacher sollte die Zeichnung sein. Und je mehr Geduld und je mehr Zeit du hast, desto komplizierter kann die Form natürlich sein. Und falls es dein erster Kürbis ist, würde ich dir auch eher zu einer einfachen Form raten, zum Beispiel eher sowas statt sowas. Die Vorlage dann entsprechend ausschneiden. Dabei kannst du Augen, Nase und Mund auch separat zuschneiden. Damit das Übertragen möglichst einfach geht, etwas Kleber auftragen und auf den Kürbis anbringen.
Mit einem Stift einzeichnen. Ich verwende dazu einen Wachsmalstift. Es geht aber auch mit einem Edding oder so. Anschließend die Vorlage entfernen. Nun kommt der Teil, der am meisten Zeit und Geduld braucht, denn du willst ja am Schluss ein schönes Resultat haben. Ich verwende dazu ein Messer mit Zacken und schneide in sägenden Bewegungen und mit dosiertem Druck der Zeichnung entlang. Das erste Messer hat allerdings suboptimal funktioniert. Dieses dünnere geht besser. Mir hilft es außerdem zuerst einmal nur leicht einzustechen und so die Form quasi vorzuritzen, bevor ich dann das ganze Fruchtfleisch durchschneide. Lass dir dabei Zeit und mach zwischendurch auch mal Pause. Nicht, dass du unkonzentriert wirst und dich entweder verschneidest oder dich aus Übermut verletzt. Größere Stücke wie etwa den Mund kannst du auch in kleinere Stücke unterteilen und so rausschneiden. Sobald du alles ausgeschnitten hast, kannst du mit einem kleineren Messer unsaubere Stellen ausbessern. Besonders toll sieht es aus, wenn du einzelne Stellen, wie zum Beispiel Zähne, von der Haut befreist. Also nicht komplett wegschneiden, sondern nur etwa die obersten 2 mm. Am Schluss alles mit einem feuchten Lappen abwischen. Auch die allenfalls noch sichtbaren Markierungen. Falls du einen Edding verwendet hast, brauchst du dazu allenfalls etwas Spiritus. So, und fertig ist der selbstgeschnitzte Halloween-Kürbis. Ich finde es jedes Jahr wieder ein wunderschönes Gefühl, wenn man zum ersten Mal seinen eigen geschnitzten Kürbis sieht. Und er sieht auch jedes Jahr anders aus, auch wenn man ähnliche Gesichter drauf schnitzt. Nun noch ein Teelicht rein und dann kommt der große Test, wie es im Dunkeln wirkt. Statt dem Teelicht kannst du natürlich auch ein LED-Licht verwenden. Nun noch ein paar Worte zur Lagerung. Damit du möglichst lange Freude an deinem geschnitzten Kürbis hast, solltest du ihn kalt lagern, also im Garten, auf dem Balkon, und das nicht nur abends, wenn du ihn zum Erleuchten bringst, sondern eben auch tagsüber. Außerdem verlängerst du sein Leben, wenn du ihn täglich für mehrere Stunden in einen Eimer mit Wasser gibst, so trocknet er weniger schnell aus. Alternativ dazu kannst du ihn auch mit Haarspray lackieren. Aber Achtung, natürlich nicht, wenn die Kerze brennt. Die rausnehmen, dann mit Haarspray besprühen, gut trocknen lassen und erst dann wieder die Kerze rein. Und das am besten ebenfalls täglich wiederholen. So, nun bist aber du dran. Wir wünschen viel Spaß beim Schnitzen von deinem Kürbis und dann viel Freude mit dem Kerl vor deiner Haustür. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Hack. Bis dann. Tschüss.